Hallo liebe schwangere Mama, dieses Video ist ganz speziell für dich gedacht. In diesem Video möchte ich dir gerne erklären und zeigen, worauf es bei der Hypnobirthing-Ruheatmung im Hinblick auf die Geburt besonders ankommt und wie sie dir auch in stressigen Alltagssituationen hilft. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Die Geburt ist ein kraftvolles Ereignis im Leben, vor dem viele Frauen aber leider große Angst haben. Vor dem Ungewissen, möglichen Schmerzen und vielleicht auch davor, nicht genau zu wissen, wie sie entspannt bleiben können. Und hier ist die Ruheatmung ein wunderbares Werkzeug, um deinen Körper zu entspannen und zu unterstützen. Nicht nur während der Geburt, sondern bereits in der Schwangerschaft und sogar darüber hinaus. Im Idealfall sorgt die Ruheatmung bei dir für eine entspannte innere Grundstimmung, die als Basis für alle Entspannungsübungen und die Wellenatmung dient. Sie bildet das Fundament für deine entspannte Geburt und je stärker und sicherer dieses Fundament ist, desto entspannter ist letztendlich deine Geburt. Ist der Geist nämlich entspannt, ist auch der Körper viel entspannter. Das hat automatisch zur Folge, dass auch dein Beckenboden und deine Gebärmuttermuskulatur lockerer sind. Dein Muttermund öffnet sich also wesentlich zügiger, als wenn du durch Angst und Unsicherheit angespannt und verkrampft bist. Das klingt gut, oder? Dann lass uns die Ruheatmung, ihren Nutzen und ihre Durchführung doch einmal gemeinsam durchgehen, damit du weißt, wie sie funktioniert und was genau sie bewirkt. Bevor wir aber loslegen, würde ich dir gerne noch erklären, was genau die Ruheatmung ist, worauf es bei der Ruheatmung ankommt und worauf du achten solltest, beim Üben als auch im Hinblick auf die Geburt. Die Ruheatmung wird im Hypnobirthing auch Schlafatmung genannt. Wieso? Weil es sich bei dieser Atmung, diesem Atemrhythmus, um den Rhythmus handelt, in den wir automatisch verfallen, wenn wir einschlafen. Da wir alle individuell sind, atmen wir hier alle ein wenig unterschiedlich, aber im Schnitt ist hier die Ausatmung ungefähr doppelt so lang wie die Einatmung. Wer Yoga macht, dem ist diese Atmung vielleicht bereits bekannt, denn auch im Yoga wird die gesteuerte Atmung zum Entspannen benutzt. Wie kannst du dir die Ruheatmung nun während der Geburt zunutze machen? Die gute Nachricht ist die, dass du die Ruheatmung nicht in der Form übst, wie du die Wellenatmung übst, da sie ein natürlicher Atemfluss ist. Im Gegensatz zur Wellenatmung, die eine von dir gesteuerte Atmung ist, bei der gezielt 21 Schläge ein- und wieder ausgeatmet wird. Diese unnatürliche Art der Atmung muss regelmäßig geübt werden, damit sie in dein Muskelgedächtnis übergeht und verinnerlicht wird. Bei der Ruheatmung ist das anders. Hast du die Ruheatmung einige Male bewusst ausgeführt und gefühlt, weißt du, wie du sie während der Geburt benutzen kannst, um deine Geburt positiv zu beeinflussen. Bei täglichen Übungen in der Schwangerschaft wendest du die Ruheatmung quasi ganz automatisch an. Im Hinblick auf eine Tiefenentspannung zum Beispiel stellst du dich nicht nur körperlich darauf ein, indem du dir eine bequeme Position suchst. Auch deine Atmung wird ruhiger und langsamer. Wenn du dich also hinsetzt oder hinlegst, um mit deiner Hypnobirthing-Übung zu starten, ist die Ruheatmung deine Basis. Sie hilft dir, in einen entspannten und offenen Zustand zu kommen. Im Hypnobirthing-Buch wird die Ruheatmung mit 4 Schlägen Einatmung und 8 Schlägen Ausatmung vorgegeben. Dein Körper schaltet dadurch in der Regel automatisch auf Entspannung um. Wie bereits erwähnt, hat aber jeder Mensch seinen eigenen individuellen Atemrhythmus. Daher macht es Sinn, die Übung in dieser Art auszuprobieren, aber hier nicht krampfhaft an dieser Vorgabe festzuhalten. Dann ist sie nämlich eher kontraproduktiv. Es geht vielmehr darum, die Ruheatmung zur Entspannung zu nutzen und dein Stresslevel stark herunterzufahren. Vor allem unter der Geburt kann sie dir zwischen den Wellen als Regulator dienen. Merkst du während der Geburt, dass du angespannt, unruhig oder gestresst bist, hilft dir die Ruheatmung nämlich dabei, Körper und Geist wieder zu beruhigen und in einen entspannten, konzentrierten Zustand zu bringen. In meinen Kursen empfehle ich den werdenden Mamas die Ruheatmung, also wie sie im Hypnobirthing-Buch vorgegeben wird, mit mir auszuprobieren, damit sie ein Gefühl dafür bekommen und die Technik kennenlernt. Danach darf jede Mama individuell entscheiden, ob sie ihren Atemrhythmus wählt, bei dem vielleicht die Ausatmung etwas kürzer ist als 8 Schläge, oder ob sie sich für die feste Vorgabe 4-8 entscheidet. Lass uns die Atmung nun einmal gemeinsam ausprobieren, damit du spürst, wie sich die Ruheatmung anfühlt. Ich werde dich durch die Übung komplett hindurchführen. Lege deine Hände gerne auf deinen Bauch,
Schließe deine Augen und lasse deinen Atem entspannt ein- und wieder ausfließen. Konzentriere dich erstmal nur auf deine eigene Atmung. Sehr gut. Damit es gleich einfacher ist, dass wir gemeinsam anfangen einzuatmen, atme ich immer gerne als erstes mit meinen Mamas im Kurs gemeinsam aus. Das heißt, auch wir werden jetzt gleich als erstes gemeinsam ausatmen und dann in die Einatmung der Ruheatmung starten. Und wir atmen gemeinsam aus und wir atmen 1, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und aus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Geh mal jetzt wieder in deinen eigenen Atemrhythmus über. Und jetzt kannst du direkt mal fühlen, ob du einen Unterschied bemerkst zwischen dem Atemrhythmus, den ich dir gerade vorgegeben habe, und dem, in dem du jetzt automatisch wieder übergegangen bist. Sehr schön. Du darfst deine Augen wieder öffnen. Was solltest du über die Ruheatmung außerdem noch wissen? Die Ruheatmung ist, wie bereits erwähnt, eine Atemtechnik, die nicht nur speziell im Hypnobirthing angewendet wird. Auch im Alltag kann sie dir in stressigen Situationen helfen, wieder zur Ruhe zu kommen, indem du deinen Körper mit der Ruheatmung beeinflusst, wieder herunterzufahren und zu entspannen. Nämlich indem du ganz bewusst in deinen intuitiven Atemfluss gehst. Sollte das nicht funktionieren, kannst du ganz bewusst in das Atemmuster 4 Schläge einatmen und 8 Schläge ausatmen gehen. In beiden Fällen denkt der Körper, die Atmung hätte sich beruhigt, also ist alles wieder in Ordnung und ich kann mich entspannen. Du gibst also ganz bewusst eine bestimmte Richtung vor, nämlich Gelassenheit. Mit wie viel Übung bist du optimal vorbereitet? Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Ruheatmung mehr um eine intuitive Atmung, die du dir bewusst machen musst. Nutze die Ruheatmung, ob deinen Rhythmus oder den vorgegebenen, aber als Einleitung für jede Übung, die du im Hinblick auf die Geburt machst. So festigst du ein Muster für Körper und Geist und kommst mit jedem Mal leichter in eine entspannte Ausgangsposition zum Üben. Und ganz nebenbei schaffst du deine entspannte Basis für die Geburt. Jetzt bist du bestens über die Hypnobirthing-Ruheatmung und ihren Nutzen für deine positive und angstfreie Geburt informiert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos, die für dich auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video, deine Marie.